Hi guys. Yeah, again, this time I will show you some works on the scraps. But yeah, uh, 2 weeks ago I think I showed you that piece where I used scraps to make a page, and initially I was actually trying to declutter, or started to declutter my studio because I have a lot of these scraps leftovers. I put in a box next to me, and it's so full. I can't get more in it, and every time I use it, I'm left with more scraps, and so I need to be very, very strict now to use them up or chuck them out. So that was actually the leftovers of my leftovers from that bit. And I thought would be fun to make a cluster. That's what I'm trying to do here. You could see the tag was the only thing in there that was new, although it was in my leftover box. I don't know why. And I torn it last time and used that last bit or the rest now to get this torn edge wet and soak up some paint. I quite like this effect, and I will use it here in this Cluster. So, hallo ihr Lieben, ihr habt vielleicht vor 2 Wochen gesehen, da habe ich ein Video gemacht über den Verbrauch von Reste. Habe ich eine Seite gemacht, die ich gerade eben gezeigt habe. Und ich wollte eigentlich mein Studio aufräumen und diesen ganzen Restekram und Überbleibsel und kleine Fätzchen einfach, eigentlich wollte ich die aussortieren und wegschmeißen, dann auch ein Teil. Aber irgendwie ist mir dann die Idee gekommen. Ich dachte, oh ja, das wäre eine super Idee. Da musste ich das natürlich machen. Es ist ja auch immer eine Ausrede, um wegzukommen von dem Aufräumgedanken. Und habe dann hier jetzt im Prinzip, das sind die übrig gebliebenen Teile von meinen Resten. Und ja, ich habe die aufbewahrt. Ja, 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 lacht nicht über mich. Ich denke mal, da sind genug da draußen, denen es auch so geht. Und habe mir gedacht, Mensch, da mache ich jetzt doch mal so ein Cluster draus. Zeig auch mal, was man da noch alles draus machen kann. Ja, den Tag habt ihr gesehen, den hatte ich im ersten Video vor 2 Wochen neu in diesem, obwohl der war in der Restebox, ich weiß nicht warum, aber der war halt noch unbeschädigt und unbearbeitet. Den hatte ich ja abgerissen, den Kopf benutzt, und den Rest jetzt mit dieser gerissenen Seite habe ich in Wasser getunkt. Der saugt dann gut Wasser auf, wenn du die Kante schon gerissen hast, dass die Papierfasern offen sind, dann kann man da schön Wasser einsaugen lassen, und habe das dann noch in Farbe getunkt, und dann saugt sich das auch alles schön voll. Das ist ein super schöner Effekt, und mache da jetzt so ein Cluster draus. Und dieses Foto links, das ihr seht, das ich gleich benutze, das ist auch nicht von vor 2 Wochen, aber das hatte ich noch in meiner Restekiste. Das ist von der Arbeit, die ich gemacht habe vor Jahren mal. Das habe ich aber alles wieder auseinandergebaut, weil, ja, das hatte ich hier hängen, und irgendwann hast du es über. Dann, das war so eine Arbeit, auch mal ein bisschen Beleuchtung und mit Lichtkette und so. Das war zwar nett, aber immer die Auswechseln der Batterien und das Anzünden. Ich habe es dann nicht mehr benutzt und habe gesagt, jetzt packe ich das mal auseinander. Und da ist eben dieses kleine Bildchen übrig geblieben. Das ist eine Großcousine von mir, väterlicherseits. Und da war sie ein Kind. Das war eigentlich ein Familienfoto, das ich dann aber auseinandergebaut habe und jeden einzeln ausgeschnitten habe. Und sie ist jetzt hier über. So, die kommt jetzt mit auf mein Cluster. Wie gesagt, Cluster heißt eben, so ein Päckchen zu machen. Und das habe ich dann noch hinterher ins Buch mit eingeklebt, ins Journal. You know, I just set this photo you will see, I will use, you see now on the right. It's from a work before I've done years ago, but I never, it was illuminated with in a special way. I think I showed that 3, 4 years ago, I don't know. But I never use it again, and all the light, getting new batteries in, I was a bit annoyed about that. It wasn't easy to get through it, and so I, yeah, torn it all apart and ripped it apart, and I used some parts of it, and that was definitely one part that survived. All the other stuff I had to chuck out. Um,
That is a great cousin of mine from my father's side. Was a family picture actually, but I cut them all out and used them singular. So, and this on this cluster, I will glue that into a journal afterwards. But my initial idea was to build just this cluster to use it for something later. But then I thought, why not gluing that into a journal the way it is? And the text you can see has no meaning. It's just a leftover text, cut up text. It hasn't got any meaning. So it's in German, so don't think about that. And it's okay. I quite like to do that, my leftover words or sentence, to use them. If they make sense or not, I don't really mind. And to me, that's the charming bit about it. Um, the photo didn't really stick out, and I wanted to make it more obvious. So I used some intense distress ink and vintage photo, and but with the pad it didn't work quite good because it's a bit dry. So I use the re-inker here directly, and that works much better. When it's dry, it will get a bit lighter, you will see. Ich habe jetzt hier für den Hintergrund, weil das Foto konnte man jetzt noch nicht so gut mehr erkennen. Es ging ein bisschen unter. Es war einfach ein bisschen zu, ja, zu viel goes on da, und habe dann hier das Vintage-Foto. Der Inkpad war jetzt ein bisschen trocken, deswegen habe ich den Re-Inker direkt benutzt und habe das jetzt um das Bild ein bisschen dunkler gemacht. So steht es wesentlich oder mehr im Vordergrund, und es fällt doch mehr auf. Es wird ein bisschen heller noch, wenn das trocken ist, aber eben es ist definitiv das Foto jetzt mehr so in den Fokus gerutscht. Klebt jetzt alles ein bisschen besser zusammen, aber dann entscheide ich mich halt, wie gesagt, doch es ins Journal zu kleben, weil es ja schon zu dem vorherigen Thema gehört. Deswegen wollte ich dann auch zusammen haben. I finally glued it here into my journal. It belonged to the one before. Same material, same scraps, and I thought that has a place in there definitely. So you will see the close-up coming now, and I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Stay all healthy, be careful, take care, and never forget to be creative. Bye bye, guys. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da, und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, habt eine schöne Zeit, passt weiterhin gut auf euch auf, bleibt alle gesund und vergesst niemals, immer schön kreativ sein. Also bis dann, Leute. Tschüssi.